Auf Jesse Eisenbergs zweite Regiearbeit im Langfilmbereich war ich sehr gespannt, weil ich schon den Trailer zu Real Pain sehr mochte und neben ihm ist auch noch Kieran Culkin in der Hauptrolle zu sehen, den ich in Succession geliebt habe. Sein Schauspiel ist nicht umsonst preisgekrönt und beide wirken so unterschiedlich schon im Trailer vor der Kamera, dass ich mich gefragt habe, okay, was für eine Energie kommt hier zusammen? Und Jesse Eisenberg führt nicht bloß die Regie, sondern auch das Drehbuch geschrieben und übernimmt eben eine der Hauptrollen. Und wir kennen ihn ja oft als diesen etwas zurückgehaltenen, in sich gekehrten, manchmal nervösen Typen, sei es als ein Mark Zuckerberg in Social Network, sei es in Zombieland, sei es in so vielen anderen Filmen. Und ich glaube, in American Ultra war es dann mal der Versuch, so ein bisschen davon auszubrechen. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch in A Real Pain traut er sich nicht wirklich fernab seiner Standardbesetzung zu agieren. Aber das ist gar nicht schlimm, dazu aber später mehr. A Real Pain geht 90 Minuten. Ein Film, der in der Kürze die Würze sucht und nicht versucht, künstlich länger zu sein. Ich tippe mal darauf, dass er eine Altersfreigabe von 12 Jahren bekommen wird, denn er startet bei uns erst am 16. Januar in den Kinos, ist wahrscheinlich noch nicht durch das FSK gegangen und ist eine Tragikomödie und ist ein Fox Searchlight-Titel. Disney hat sich den gekauft beim Sundance Festival über Nacht für 10 Millionen Dollar, die weltweiten Distributionsrechte. Und wenn man da Fox Searchlight draufdruckt, das ist immer auch so ein bisschen so ein Logo, dass du weißt, du bekommst hier einen Indie-Film, aber hoffentlich eine richtig gut erzählte und gemachte Geschichte. Das wäre bei Universal als Pendant zum Beispiel Focus Feature oder wir hätten A24 oder Neon Film. Es gibt eben auch diese Unterstudios, wo du immer weißt, du bekommst was Cineastisches geboten im besten Fall. Und The Real Pain erzählt die Geschichte von zwei Cousins. Der eine ist der sehr introvertierte David und der andere ist der, ich sag mal, offene und auch offensive Benji. Und beide wollen auf die Spur gehen nach ihren Vorfahren, nachdem ihre gemeinsame Großmutter vor kurzer Zeit gestorben ist. Und deswegen begeben sie sich aus den USA nach Polen, um an einer Heritage-Tour teilzunehmen. Also einer Erbentour, eine Tour, die quasi geschichtlich zurückschaut auf die Geschichte auch der jüdischen Bevölkerung, in Warschau im Speziellen. Und dabei müssen beide feststellen, dass sie früher sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und sich fragen müssen, warum ist denn das vielleicht jetzt nicht mehr der Fall. Dabei treffen sie zugleich aber auch auf diese Gruppe, die an dieser Tour teilnimmt. Und sowohl Benji als auch David werden ja sehr unterschiedlich aufgenommen. Und so hat man einen Energieball und einen, an dem vieles abprallen muss oder der diese Energie aushalten muss, dem wir dabei zusehen, wie nach und nach so ein emotionaler Kern freigelegt wird, während A Real Pain immer wieder sehr lustig ist, sehr absurd ist, manchmal weird und so eine Energie mit sich bringt, die auf der einen Seite sowas sehr Unschuldiges hat und auf der anderen Seite auch etwas, in dem tatsächlich viel Schmerz innewohnt, wenn man über Dinge nicht unbedingt redet, weil man vielleicht auch im Leben sich weiter oder auseinander entwickeln kann und vor allem, weil aber zum Beispiel auch das Konfrontieren mit geschichtlichen Dingen, einer tollen Szene in einem Monument, zum Beispiel Humor genommen wird, um eine gewisse Ernsthaftigkeit aufzubrechen und damit erst eine Verarbeitung möglich zu machen, aber dann auch als absoluter Kontrapunkt, dass glaube ich, der erste Film ist, der eine erzählerische Geschichte im Fokus hat, der in einem Konzentrationslager drehen durfte und dann tatsächlich eben sich auch ganz anders auf einer emotionalen Skala nochmal wiederfindet. Und der Film ist so frisch und originell und gut geschrieben und der wirkt teilweise so, als wäre er gar nicht geschrieben, sondern wäre da vieles von dieser Energie auch spontan entstanden. Und da kann ich total verzeihen, dass ein Kieran Culkin im Grunde die Figur weiterspielt, die wir von ihm als Roman aus Succession kennen, weil dieses sehr kindliche, kindsköpfige Spiel, das sofort immer wieder Sachen hinterfragt und er in Situationen immer sagt, warum denn eigentlich nicht, statt zu sagen, nee, man muss das so und so machen. Einfach mal anders zu denken, das System so ein bisschen zu biegen, zu beugen, nicht unbedingt zu brechen und damit eine andere Perspektive einzunehmen. Und auch ein Jesse Eisenberg, der hier trotzdem so der ruhige, zurückgehaltene, beobachtende ist, der aber auch ein Bild im Kopf hat, was er nicht vergessen kann und was ihn sehr, sehr schmerzt. Und wenn er das in einer Szene in einem Restaurant das erste Mal uns auch so mitteilt oder einer Gruppe mitteilt, dann muss ich sagen, da kann man gefühlt auch schon fast so ein bisschen schlucken und muss feststellen, dass man manche Dinge auch so nicht unbedingt kommen sieht. Und genau weil die beiden so unterschiedlich sind, aber irgendwie auch zusammen als Cousins dann funktionieren mit einer gemeinsamen Geschichte, die aber nicht die jetzige Geschichte ist, ist es schön, dass sowohl die Vergangenheit auf Fragen der Gegenwart trifft, deren Antworten aber wirklich schmerzbehaftet sein können. Und da muss ich sagen, richtig feines Ding. Gut geschrieben, ordentlich gefilmt, stark gespielt und vor allem auch diese Gruppe ringsherum. Da gibt es so einen Tourguide, dessen Art und Weise so ein bisschen hinterfragt wird. Und die unterschiedlichen Leute, die unterschiedliche Gründe haben, an dieser Tour mitzunehmen und deswegen auch an diesen beiden sich manchmal reiben oder nicht, aber auf jeden Fall, dass eben nochmal so eine Ergänzung ist, dass man das Gefühl hat, dass es nicht bloß diese beiden, sondern schon auch so eine Gruppendynamik, sodass das Ensemble im erweiterten Kreis total Sinn macht in A Real Pain.
Der ist ansonsten ein gutes Beispiel dafür, dass das wichtigste Mittel bei einem guten Film immer noch das Drehbuch ist. Ohne dem kommst du nicht aus. Da kannst du den Film verpacken, wie du möchtest, oder ablenkende Schauplätze oder Nebenplots aufmachen, um quasi davon abzulenken, dass du im Kern manchmal gar keine Geschichte hast, die es erzählenswert ist. Nee, ein richtig gutes Drehbuch braucht das alles nicht, aber funktioniert dann im Kleinen, genauso wie es dann aber auch im Großen funktionieren kann. Und das hier ist ein exzellentes Drehbuch, wie ich finde, das man durchaus für einen Oscar nominieren sollte. Jesse Eisenberg selbst hat unter anderem einen der wichtigsten Schauplätze im Film auch so gewählt, dass da tatsächlich auch seine eigenen Vorfahren herkamen. Er selbst entstammt einer jüdischen Familie. Und da merkt man auch einfach diese persönliche Ebene, die da so ein bisschen mitschwingt. Das ist ein ganz ruhiger Film, manchmal leiser Film, aber auch ein Film, der sich bestimmte Momente rauspickt und nicht mehr daraus macht, als es ist, aber im Grunde die Beziehung von zwei Menschen so sehr auf den Kopf auch teilweise stellt, dass ich das super herzlich fand und berührend. Da ist so viel drin, weil der ist wirklich lustig. In der Pressevorführung hat man gemerkt, dass sehr viele Leute immer wieder, vor allem an verschiedenen Stellen gelacht haben. Nicht immer das Gleiche, weil jeder an der Absurdität, die so herausgekitzelt wird und die herausgestellt wird in diesem Film, vielleicht auch zu manchen Dingen unterschiedliche Einstellungen, Meinungen und auch Erfahrungen hat und deswegen in bestimmten Momenten auch viel herzlicher lachen kann, wenn man sich denkt, so, oh ja, das kenne ich oder geht mir genauso. Dadurch, dass diese große Bandbreite ist, ist auch Platz für Wut, ist es Platz für Scham, ist es Platz für Fremdscham, aber auch für Glück, aber auch für eine große Traurigkeit dort sein darf, hat er einfach so viel, wo ich aus dem Kino gehe und der Film auch nach Tagen noch in mir arbeitet, der einen schönen Platz in meinem Herzen bekommt und wo ich dann auch so merke, den werde ich nicht vergessen. Nicht über die Monate oder auch nicht über die Jahre. Das hat mit der tollen Chemie zu tun. Ich finde es auch gut, dass man sagt, nach 90 Minuten, das ist es. Ich ziehe mich nicht unnötig länger. Und eine gute Geschichte braucht interessante Charaktere. Das ist hier gegeben. Für mich 9 von 10 möglichen Punkten als Tragikomödie. Ohnehin kein einfaches Genre. Und 9 von 10 möglichen Punkten auch insgesamt einer der, ja, ich würde sagen, eingängigsten Filme des Jahres, der vor allem auch so das Potenzial hat, dass viele sich sagen, okay, aber hatte ich jetzt nicht viel von und dann überrascht werden, wenn sie ihn sich anschauen. Weil hierzulande haben nicht viele Leute Kieran Culkin auf dem Schirm, weil nicht so viele Succession gesehen haben, der in Übersee eine gigantische Erfolgsserie ist. Und viele werden sagen, oh, was? Der Bruder von Macaulay Culkin von Kevin allein zu Hause, den wir auch schon gesehen haben in Home Alone, meine ich. Der ist ja doch einer mit aus der Familie, ganz früher als Kind. Der kann was, ja, der kann was. Der hat erst frisch Golden Globe kassiert und vieles mehr. Und auch hier darf man gespannt sein, ob das eine Oscar-Nominierung nach sich zieht. Okay, dann bin ich am Ende meiner Review zu A Real Pain. Und jetzt kommt so ein bisschen der Wermutstropfen. Heute haben wir den, lass mich gucken, 8. Dezember, wenn dieses Video online geht. Der Film startet am 16. Januar in den Kinos. Sorry, das ist über einen Monat warten. Aber streicht ihn euch an, wenn ihr Weihnachten Weihnachtsgutscheine oder so bekommt. 16. Januar, A Real Pain. Do it. Just do it. Okay, dann bin ich am Ende meiner Review zu diesem Film. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.